Josef Gundacker, den Gründer und Verfechter des Familienforums und Verfechter der Familienwerte, so wird es am besten. Und ja, du möchtest, glaube ich, mit uns heute ins Gespräch kommen. Und, ja. Wir möchten nur ein paar Minuten mit ein paar Dinge das kurz erwähnen. Zuerst einmal muss ich sagen, das Familienforum ist eigentlich entstanden. Lauter. Auf Initiative, bitte? Lauter. Lauter, okay. Auf Initiative oder der Anstoß ist eigentlich von Peter Zörer gekommen und seitdem fühle ich mich irgendwo sehr stark, auch gepusht ist in diese Richtung, also wirklich mich zu investieren. In diesen letzten 10 Jahren ist es vor allem für mich, wenn ich jetzt etwas zurückblicke, darum gegangen, dass wir vor allem auch mit unserem Verständnis auch als Bewegung in der Öffentlichkeit, speziell in politischen Kreisen auch wirklich akzeptiert und auch respektiert werden. Und ich stelle mir jetzt derzeit mehr und mehr die Frage, weil ich empfinde, dass ich jetzt auch an einem Punkt bin, wo ich praktisch auch mehr anbieten muss. Ja. Und unser Thema ist ja heute Familienpolitik und Familienwerte. Für mich stellt sich die Frage, wie man sozusagen unser Verständnis von Familie, auch natürlich von Ehe und speziell eine Segnung, der Segnungsgedanken wirklich viel mehr in die Öffentlichkeit hineinbringen können. Ja. Familienpolitik ist ein sehr schwieriges Thema, aber wenn ich jetzt zurückschaue, muss ich sagen, es ist irgendwo, habe ich das Gefühl, gelungen. Ich war seit Beginn, es wurde damals, wie das Familienforum angefangen hat, auch relativ gleichzeitig das Familiennetzwerk in Österreich gegründet. Und da war ich von Anfang an mit dabei und im Rahmen des Familiennetzwerkes habe ich wichtige und gute Politiker, mit denen ich heute noch intensiv in Kontakt bin, wirklich kennengelernt. Ich glaube, es ist auch gelungen, wenn ich zurückschaue. Ich hoffe, drüben gibt es jetzt auch eine Tafel und Ausstellungen und eine Präsentation. Wenn ich zurückschaue, kann ich sagen, es ist gelungen, wirklich nicht nur akzeptiert zu werden, nicht nur als Person. Und ich glaube, insofern war ihm auch die Idee, ein unabhängiges Forum, also eine Organisation zu gründen, die jetzt nicht direkt mit der Kirche, mit der Bewegung, also in einer direkten Verbindung steht, sondern ein unabhängiges Forum war sicher ganz wichtig und wertvoll, weil ich habe sozusagen wirklich jetzt als Organisator oder mit einer Organisation auftreten können und sagen können, ja, ich bin wirklich völlig unabhängig. Also ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Direktiven. Ja. Und so habe ich authentischer rüberbringen können, also dass wir das Thema Familie ein Kernanliegen ist. Und worum es mir jetzt geht, und ich glaube, also was ich noch sagen wollte, ist eines, in der Familienpolitik, gerade wenn es darum geht, bestimmte Initiativen, bestimmte Dinge auszuarbeiten, das erfordert eigentlich jetzt eine sehr intensive Auseinandersetzung. Und zum Beispiel, also jetzt war das Thema die Ehe für alle. Ehe für alle ist ein großes Thema. Und das ist in Österreich wieder einige Zeit
wieder für einige Zeit verschwunden ist. Das ist kein Thema momentan, aber das wird sicher wieder kommen. Und ich merke, dass wir von unserem Verständnis, von unserem Familienverständnis hier sehr, sehr viel einbringen müssen. Wir müssen den Leuten, auch den Politikern, eben, Argumente liefern, die eben auch die Wichtigkeit und die Notwendigkeit der Familie rüberbringen. Ich habe jetzt das auch, und da bitte ich euch jetzt auch, euch die Zeit zu nehmen, vielleicht drüben habe ich eine Präsentation zusammengestellt, die zuerst auf das Thema Ehe zum Beispiel eingeht, weil ich sage immer wieder auch öffentlich, ist es im Grunde genommen die Ehe, die Bedeutung der Ehe, das ist kein Thema. Ja. Man sieht nur, dass die Ehe nicht funktioniert, dass die geschieden werden, und wenn du halt auf eine Seite gehst, über Familienpolitik, dann ist in erster Linie das Scheidungsthema, also das Hauptthema. Aber wie man eine gute Ehe von vornherein eingeht oder eine stabile Familie gründet, das ist kein Thema. Das heißt, also hier ist ein sehr starker Nachholbedarf. Ich habe jetzt eine Präsentation zusammengestellt, die eben die Frage aufgreift, was ist Ehe, und dann gleich wirklich überleitet zum Thema Ehesegnung und irgendwo den Wert der Segnung wirklich jetzt auch versucht herauszuarbeiten. Ich bitte euch jetzt, sich das anzuschauen und mir dann Feedback zu geben, wie man das verbessern kann, weil ich merke, dass wir vor allem hier ganz bewusst, eben unsere Familienwerte ganz bewusst anbieten müssen. Ja. Was für mich jetzt irgendwo aufbauend ist, und ich habe sicherlich viele Ressourcen. Ich bin auch in sehr, sehr guten Kontakt mit verschiedenen internationalen Organisationen. Zum Beispiel habe ich schon im Vorjahr bei einer Konferenz von Europe, also die Europe, European Summit, ja, der wird organisiert, also von der Gudrun Kugler und von der Sophia Kubi, ja, und dann noch einigen wirklich gute ADF und so weiter, einigen guten Organisationen. Citizen Go ist drinnen, also ich habe da sehr enge Verbindungen, und da habe ich damals also in Warschau diesen Resource Guide bekommen oder mir mitgenommen. Der ist exzellent. Also da ist wirklich also fundamental aufgearbeitet, auch in der UN-Sprache, und da kann man wirklich also sehr leicht finden, wo wirklich Familie in den ganzen Dokumenten, also, wo das wirklich also zu finden ist, weil diese Dinge werden mehr oder weniger, also vieles wird sozusagen also missbraucht. Was ich da vor kurzem also auch gelesen habe, da ist zum Beispiel also am Anfang also die Einleitung, wenn es also in der Politik, also auch in der UNO, über Familie die Rede ist, dann ist es sozusagen die Sprache, die Ausdrucksweise, sind sehr vage oder sehr so allgemeine Ausdrücke, dass die aber im Grunde genommen dann zu einer sehr familienfeindlichen Politik führen. Ja. Zum Beispiel der Ausdruck Ehe für alle ist eigentlich völlig irreführend, weil hier geht es bei dem Thema geht's nicht um das Thema Ehe, geht es nicht um das Thema Eltern oder Kinder, hier geht es nur um die vermeintlichen Rechte von ein paar wenigen, ja, und sonst nichts. Ja. Und das ist eine ganz bewusste Irreführung. Ja. Und hier, oder zum Beispiel, wenn über Rechte die Rede ist, wenn über Menschenrechte die Rede ist, die werden genauso missbraucht, weil
Weil ich sage also auch immer wieder, wenn man sich die Menschenrechte also anschaut, die Erklärung der Menschenrechte, sage ich immer wieder, man hoppla, es ist, glaube ich, fast 60 Male in diesen 30 Punkten drinnen, 60 Male das Wort Freiheit steht drin. Ja. Pflicht steht, glaube ich, 3-mal drin und Verantwortung nie. Das heißt, also wir reden immer eigentlich also nur über Freiheit, über die individuelle Freiheit und wie ich frei sein kann, aber über Verantwortung, für die Verantwortung macht sich niemand stark. So, damit möchte ich jetzt gleich übergehen, also eben, dass das nicht nur eine Einweg-Diskussion wird, sondern ich möchte wirklich jetzt auch das, was euch jetzt in dieser Beziehung jetzt am Herzen liegt oder Fragen also gleich an euch übergeben. Ja. Wer von euch diesbezüglich eine Frage hat. Habe ich dich richtig verstanden, dass da inhaltlich sehr gute Sachen drinnen sind? Kennst du das? Nein, ich frage nur, ob ich dich richtig verstanden habe. Ja, da sind wirklich all diese das heißt, UN-Dokumente. Es gibt an sich inhaltlich sehr gute Sachen, Ja. nur sie haben keine praktische Relevanz, weil die Diskussion von anderen bestimmt wird. Die wird von anderen bestimmt, ja. Zum Beispiel, ich meine, steht da ganz deutlich, wenn von Rechten die Rede ist, es gibt ja da immer wieder, es wird immer wieder zum Beispiel in Bezug auf im Erziehungssinn in der Schule bezüglich Sexualerziehung. Da ist immer von den Rechten die Rede und die Wichtigkeit der Sexualaufklärung für die Kinder. Wenn aber da wird meistens ganz bewusst die Rolle der Eltern ausgeklammert. Und ich kann mich erinnern, das war ein großes Thema vor etwas über einem Jahr, wo der Heinrich Josef noch war. Und da gab es dann eine Initiative, also eben von der Josef, die hat dann also auch also eine neue Initiative für die Sexualaufklärung an den Schulen. Und das hat sie ohne öffentliche Diskussion, also einfach durchgebracht. Wir haben als für einige Familienorganisationen und ich habe auch im letzten Tag habe ich noch von der Elke Nachtmann, vom Freiheitlichen Familienverband, die haben mir das noch gesagt, ja. Am letzten Tag habe ich dann noch also ein Schreiben rausgeschickt, ja, und gesagt, dass hier von Eltern nichts drinsteht. So, die Sexualerziehung der Kinder ist in erster Linie Sache der Eltern, ja. Und die wollten das ohne Diskussion das einfach vorbeibringen. Und hier in letzter Minute und dann wurde das noch rein reklamiert und solche Dinge. Ja. Also wenn zum Beispiel es ist immer nur von Rechten die Rede, oder ich sage auch immer wieder, es ist immer in der ganzen Diskussion immer nur von Freiheit die Rede. Ja. Von Verantwortung, ich meine, da brauchst du das ja gar nicht, also wenn man das dann anstoßt, dann plötzlich also, dann bewegt sich was. Ja. Oder ich kann mich erinnern, dass an eine Diskussion, wo ich dabei war, da war der Professor Matzal, der ist vom Institut für Familienforschung, und der hat natürlich gesagt, ja, die Politik, wir müssen alle Familienformen unterstützen, ja, das ist ja verständlich, ja, alles ist Familie. Dann habe ich die Frage aufgebracht, sage ich, ja, das ist zwar gut und schön, aber wir wissen ja, was ist eigentlich Familie? Dann habe ich ihm ein Beispiel gebracht,
sage ich vergleiche immer Familie mit einem Auto. Ja. Es gibt unzählig viele Autos, viele Modelle, viele Größen und Farben und sehr bunt. Ja. Und sage ich, ein Unfallauto mit einem Totalschaden ist auch ein Auto. So, dann habe ich aufgehört. Und dann hat er mich direkt angesprochen, sagt er, Sie haben recht, ja, wir reden nur über kaputte Familien. Und so, die Leute muss man auch oft öffentlich zum Denken bringen. Das ist irgendwo mein grundsätzlicher Ansatz, dass man eben kritische Fragen in die Diskussion einbringt und die Leute einmal, man muss sie mal zum Nachdenken bringen, ja, weil erst dann kann man ihnen sagen, ja, wie kann man über Familienwerte reden. Ja. Zuerst muss man einmal irgendwo was erwaschen gehen sozusagen, muss ich sagen. Ja. Ja. Die Sache mit dem Kampf, wer ist für die Kinder zuständig, Familie oder Staat? Das ist in Deutschland noch viel, viel stärker, in Österreich auch das Ganze ein bisschen subtiler ab. Aber das ist von der UNO abgesegnet, von der UNO herab ist es abgesegnet, dass die Relevanz der Eltern herunternehmen möchten und die Relevanz des Staates hinaufsetzen möchten. In der FAZ ist vorige Woche ein langer Artikel gestanden, der hat viel Aufruhr gebracht. Das ist die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Herrschaft. Im Spezialteil, der hat viel Aufruhr gebracht und da hat einer einen Artikel geschrieben, ganz klar, für welche Sachen der Staat zuständig ist und für welche Sachen die Eltern zuständig sind. Ja? Und da war, ja, das war insofern sehr aufschlussreich, aber die Regierungen stützen sich auf ihre Kompetenz der Pädagogik. Ja, und sagen, sie wollen den Eltern, die sagen, die Familien funktionieren eh nicht, Eltern sind massivos, ja, das sind die größten Verbrecher irgendwie, so eine Atmosphäre wird erzeugt. Ja. Und die gehen auch in ihrer Argumentation nur von zerbrochenen Familien aus. Die Argumentation ist immer, ja, wo wachsen Kinder besser auf? Bei zwei Männern, die sich lieben, oder bei Eltern, wo der Mann die Frau schlägt, oder wo die Frau sauft, oder was immer. Also da beginnt die Diskussion. Und auch in Österreich geht das schon seit 2007, 2008 mit der Aufklärung. Ich weiß nicht, ob sich jemand an das Heft erinnert, Love, Sex and so. Ja, das ist an die Schulen verteilt worden, was 7 oder 8, ich weiß es nicht genau. Und zwar 3 Wochen vor Schulbeginn. Das haben die Direktoren dann an die Kinder weitergegeben und die Eltern sind vor vollendeten Tatsachen gestellt. Und da sind Sachen drinnen gestanden, so über Sexualität, ja, also das ist, weil Erwachsene mit Kindern sexuelle Beziehungen haben können. Ja? Oder ist verboten, Erwachsene, über 18-Jährige. Aber dort ist drinnen gestanden, zu sagen, ganz frei, steht immer noch drinnen, aber wenn Kinder unter 18, die können Sex haben, wie es wollen, für die gibt es kein Gesetz. Und wenn die Abtreibung machen wollen, die Mädchen, ja, die brauchen ihre Mütter nichts zu fragen. Solche Sachen stehen da drin. Da ist der Elternverein total ausgedehnt worden. Und das ist herausgekommen unter dem Haupt. Der Haupt war ein freiheitlicher Minister, Sozialminister Haupt. Der hat das Vorwort geschrieben. Ja, es hat damals schon Vorträge gegeben drüber. Und da ist das Ganze, der hat sein Vorgänger oder seine Vorgängerin hat Lesben beauftragt, dieses Heftchen zu schreiben. Ohne dass der Elternverband was gewusst hat. Und so geht der Kampf zwischen hin und her. Und es geht immer mehr und mehr, solange die Kinder in der Schule sind, ist die Schule zuständig, aber die möchten ja, dass die Kinder schon in der Krippe, weiß ich was, ja, und den Eltern wird eingeredet, und viele junge Eltern glauben das leider, ihr kennt das eh nicht, überlasst die Erziehung den Fachleuten. Meine Antwort darauf ist, aber als ein halbjähriges Kind braucht keine Fachleute, braucht eine Mutter. Und Muttersein ist kein Fach in der Pädagogenausbildung. Ja,
ist mein Argument. Aber das geht schon auf langen Schienen und wird von der UNO unterstützt. Im Oktober 2015 ist von der UNO ein Heftchen herausgekommen, 116 Seiten zum Overloaden, wo es um die Weltbevölkerung geht. Ja? Und da steht tatsächlich drinnen, Kinder sind gut, solange es nicht zu viele sind. Alles andere ist für den Erdball schlecht. Ja? Und vor 2 Monaten oder sowas ist eine große Studie herumgelaufen, was ich noch nicht verfolgt habe, dass sie gesagt haben, okay, wenn man jetzt den Diesel abschafft oder die Pups von den Rindviecher, ja, dass die so viel Umweltverschmutzung machen und so weiter, das sind immer nur 1-2%, was die Umwelt wirklich schädigt. Aber ein Kind schädigt die Umwelt zu 58%. Ich habe da alles eingerechnet, was mit den Windeln ist und was mit der Erzeugung von dem Milchersatz, Muttermilch und was nicht was. 58%. Momentan macht die UNO Großwerbung, keine Kinder. Kinder sind das Schlechteste für die Umwelt und dadurch das Schlechteste für den Schutz des Globus. Ja, ich wollte was fragen, und zwar, wo bekommt man dieses Büchlein, das du präsentiert hast? Gibt es da eine größere Auflage, gibt es das online? Wie informiert man sich da? Kann ich gerne noch vorher. Auf Webseiten drauf ist. Ganz wichtig. Ja, ich hätte gerne so einen Resource Guide. Ich habe jetzt auch, einige Bücher, vielleicht sollte einige Bücher, vor kurzem also habe ich auch, weil ich war jetzt auch bei den World of Families in Budapest, wo auch der Schackers auch kurz erwähnt. Und da war alles, was Familienorganisationen weltweit von Scherenslater, Lynn Walsh, da war alles dort, was Rang und Namen hat. Ja. Und da habe ich auch ein interessantes Buch über What is Marriage, ja, über dieses Thema Ehe für alle und was es eigentlich jetzt ist. Da gibt es exzellente Informationen, die sehr hilfreich sind. Was ich jetzt aber jetzt schon gegen Ende wirklich, also auch, das ist mir persönlich also ein Anliegen, sagen möchte, in den Jahren habe ich doch gerade als einen Namen machen können, also in bestimmten Kreisen zum Thema Familie, und wir hatten auch jetzt in Wien schon ein paar Mal die Gudrun Kuhle, die jetzt in Wien ist. Und was ich anregen und wirklich ermutigen will, ist, das Bewusstsein zu schaffen, dass jede einzelne Familie wirklich sich bewusst auch in einbringt und zum Beispiel an Politiker schreibt, man einfach so Kontakt aufbaut, ja, und schreibt das, und weil ich merke persönlich, wenn man sich wirklich dafür interessiert und wenn man die Leute sind dankbar, ja. Und die Leute sind dankbar einerseits für die Unterstützung, und wenn man weiß, also wenn man eine Beziehung hat, dann sind sie auch offen, etwas anzunehmen. Ja, ich möchte nur eines also erwähnen, da bin ich erst vor einiger Zeit, also im Frühjahr draufgekommen, ich bin auch schon seit vielen Jahren mit der Kleinpartei, mit der ZPÖ, mit Rudolf Gehring, also in Kontakt, und wir sind jedes Mal, wenn wir uns treffen, wir sitzen immer beisammen wie Brüder, immer. Und das letzte Mal, da war die Parteiversammlung also in Wien, und dann hat er am auch gleich gehabt, dass ihre Zeitung ausgelegt hat. Dann hat er mich angestoßen, also hat er die Zeitung aufgeschlagen, und hat er hingesagt. Also, da ist JG durchgestanden, nicht mein ganzer Name, sondern JG. Und dann ist mir erst gedämmert, er hat nur eine Rede über eine meiner Referate über Family Mainstream, hat er Wort für Wort abgedruckt. Und solche Dinge. Also das heißt, und ich weiß, der Rudolf Gehring
wenn ich was schicke, der lässt es 100%. Aber es gibt noch viele andere Geschichten, aber was ich also ermutigen will, wirklich mit Politiker einfach eine Beziehung pflegen, wenn sie was Gutes machen, wenn sie eine gute Initiative machen, sagen, gut, das war Worte schreiben, das ist unterstützenswert, lobenswert, und wenn man zu einem Politiker auch eine Beziehung hat, dann kann man ihn auch kritisieren, ja. Weil dann weiß er auch, dann Kinder einem, dann weiß er auch, die sind wirklich offen, ja. Dazu kann ich nur in diesem Kreis ermutigen. Und noch eins, wenn speziell für jene Väter und Mütter, die in der Schule Kinder haben, in der Schule Kinder haben, also in der Volksschule und so weiter, wenn es irgendwelche Dinge gibt, irgendwelche Vorfälle, aber speziell also in Bezug auf Sexualerziehung, also in diese Richtung, dann ist es bitte auch mich diesbezüglich zu informieren, weil dann kann man wirklich, weil die arbeiten speziell mit der ganzen Sexualerziehung auf eine sehr, sehr, sehr gemeine Weise eigentlich, muss man sagen, dann kann man auch etwas tun. Ich bin auch also mit Leuten in Kontakt, die mir selber gesagt haben, wenn es irgendwas gibt, ich brauche nur anrufen und die können dann aktiv werden. Wenn es nicht öffentlich wird, dann kann man nichts tun. Ja. Das ist meine Anliegen, meine Bitte. Ja. Hast du Kontakt mit den Elternvereinen? Es gibt jetzt das öffentliche Elternvereine an den Schulen. Ja, die Elternvereinsvertreter, und das ist ein ganzer Verband. Bitte? Das ist ja eine ganze Organisation für ganz Österreich. Ja, ich habe Kontakt mit bestimmten Leuten. Also ich weiß, ich hatte einmal Kontakt, also in Wien mit den Elternvereinen, aber du hast dann natürlich also da auch Leute drinnen, also die ganz auf der liberalen Linie sind, die ganz drin sind, ja. Und andere, nur wenige, die wirklich für uns. Aber das Gute, das ändert sich ja ständig. Ne? Du kannst ja nur Elternvereinsvertreter sein, solange du ein Kind an der Schule hast. Und deshalb ändert sich das immer. Ja, du hast immer neue Leute dabei. Ne? Das ändert sich dann immer wieder. Ja, genau, jedes Jahr. Sozusagen. Aber es war zum Beispiel, also die Evelyn, die hat mir das dann gesagt, dass ihre Tochter, die hatten, ich glaube im Mai haben die das dann gehabt, für ihr Kind in ihrer Klasse, da ist dann von diesem Verein, wie heißt der dieses Material erstellt hat, die sind gekommen, weil das müssen sie ja jetzt, das hat zuerst die Eltern informiert, und dann haben sie sozusagen